Guck mal hier, so ehrlich wie Nvidia hier auf der Computex habe ich noch nie eine Firma über KI reden gehört. Compute is revenue now. Compute is profit. The absence of revenues and profit is loss. Menschen, unwichtig, es geht um Agenten. All the CPUs of the past we built for humans. This CPU is built for agents. Inhalte, unwichtig, es geht um Tokens und um Profit. Tokens are now profitable units. Profit, Every token is profitable. Profit, Compute is revenues. Performance per watt is your revenues. Profit. Also, zusammengefasst, die Tokens, die da dank ganz viel Compute hinten rauskommen, bei denen geht es nicht darum, ob man was Sinnvolles damit macht, sondern es geht nur darum, dass die Profit generieren. It is precisely the reason why all of you are so busy and your businesses are doing so well. In fact, that looks like some of your stock price. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mit meiner Realität hat das gar nichts zu tun. Was ich hier auf der Computex stattdessen sehe, der klassische PC-Markt liegt ziemlich am Boden, woran Nvidia nicht ganz unschuldig ist, weil alle komplett der KI macht euch alle reich Psychose verfallen sind und ein KI-Rechenzentrum nach dem anderen aus dem Boden gestampft wird. Und weil die Komponentenhersteller da mehr Geld verdienen können, geht halt der Speicher vor allem in die KI-Rechenzentren. This is what it looks like when compute. The more you buy, the more you make. Und das führt dann dazu, dass eine 4 Jahre alte PC-Konsole nicht billiger wird, wie sonst immer in der Technikgeschichte, sondern teurer. Und zwar viel teurer, gleich mehrere 100 Euro. Und AMD bringt sogar wieder Prozessoren für die 10 Jahre alte AM4-Plattform raus, damit man den alten DDR4-Speicher halt weiter benutzen kann, statt viel zu teuren neuen zu kaufen. So, und jetzt kommt das Krasseste. Also man kann ja durchaus sagen, dass Nvidia den Personal Computer Markt so richtig ins Taumeln gebracht hat. Und dann kommt jetzt Nvidia auch noch um die Ecke und sagt, hey, der alte PC, der ist tot. Jetzt gibt's von uns den neuen PC. This is going to be the new PC. Over the last 3 years, it took this long to completely reinvent how the PC is going to work so that we could be ready for this moment. We're reinventing the personal computer. Personal AI PC, da könnt ihr eure Tokens sogar selbst generieren. RTX Spark, und da ist Microsoft mit im Boot und da sind wirklich alle großen PC-Hersteller mit dabei. Okay, also ich glaube, hier gibt es von mir jetzt viel journalistisch auseinanderzunehmen. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Plant ihr einen neuen Rechner oder wollt ihr euren aktuellen upgraden? Dann solltet ihr auf jeden Fall auf die Qualität des Netzteils achten. Meine Erfahrung ist, wenn bei meinen Rechnern was kaputt gegangen ist, dann waren das meistens minderwertige Netzteile. Und Qualität liefert Seasonic, die sponsern auch dieses Video. Und mit der neuen Core GX-Serie gibt es Seasonic Qualität nun auch zum Einstiegspreis. Die Core GX-Netzteile unterstützen bereits das neue ATX 3.1-Format und bringen einen PCI Express 5.1 Anschluss mit, also optimal geeignet für die neuesten Grafikkarten. Obendrein gibt es vollmodulares Kabelmanagement, das sorgt nicht nur für Ordnung im Gehäuse, sondern das sieht auch ziemlich nice aus. Es gibt die Netzteile übrigens in schwarz und weiß, passend zum Stil eures Setups. Ihr habt die Wahl zwischen 650, 750 und 850 Watt und was ich wirklich beeindruckend finde, auch die Core GX Netzteile kommen mit 7 Jahren Garantie inklusive Austauschservice. Nice. Werbung Ende. Okay, was ist passiert? Zur Computex in Taiwan, der größten Computermesse der Welt, auf der ich auch zum ersten Mal unterwegs bin, hat Nvidia die Eröffnungspräsentation gehalten. 2 Stunden lang. Man muss auch vielleicht dazu sagen, dass der Nvidia-Gründer Jensen Huang hier in Taiwan sowas wie ein Volksheld ist. An jedem Imbissstand, wo er mal was gegessen hat, da scheinen Fotos von ihm zu hängen. Also zumindest schien mir das so. Ja, und es gab im Rahmen der Computex auch, also sagt Chairman Huang ganz stolz, 70 Keynote-Cook-Partys, wo eben sein Vortrag übertragen wurde. Bei so einer Cook-Party habe ich die Keynote auch gesehen, weil eingeladen zum Vortrag direkt hat mich Nvidia nicht. Komisch. Ja, und Nvidia hat tatsächlich CPUs, also keine GPUs, für Notebooks angekündigt, zusammen mit Microsoft. Dazu später die
Details. Aber erstmal dazu, was Jensen Huang da auf der Keynote genau gesagt hat. Und das fand ich ganz ehrlich dystopisch, das fand ich beklemmend. Also klar, das Ding fing erstmal an mit, wie wahrscheinlich bei jeder KI-Firma, die Welt wird besser mit KI und alle Krankheiten werden geheilt und so weiter und so fort. Man kennt das. Aber sobald es dann konkret wurde, da ging es dann nicht mehr um die Menschheit. Jensen Huang hat sogar gesagt, früher haben wir CPUs für Menschen gebaut, jetzt geht es darum, CPUs für KI-Agenten zu bauen und darum, Tokens zu maximieren. Tokens, das sind ja die grundlegenden Einheiten, mit denen aktuelle KI-Systeme, also Sprachmodelle, arbeiten. Und Nvidia und deren direkte Kundschaft, klar, die wollen, dass möglichst viele Leute möglichst viel mit KI machen, also möglichst viele Tokens konsumieren. In der Realität hat das aber schon dazu geführt, dass Angestellte zum Beispiel bei Amazon einfach komplett sinnlose, teure KI-Anfragen gestellt haben, weil sie halt Angst hatten, dass sie in den Token-Rankings schlecht dastehen können. Weil irgendwelche, sag ich einfach mal, vielleicht nicht ganz so schlaue Vorgesetzte einfach geglaubt haben, was Jensen Huang hier neulich schon gesagt hat, nämlich, dass es zutiefst alarmierend sei, wenn ein hochbezahlter Entwickler nicht mindestens eine $250,000 in Tokenkosten verursacht. If that $500,000 engineer did not consume at least $250,000 worth of tokens, I am going to be deeply alarmed. Also, dass Jensen Huang und seine Kundschaft das natürlich gerne wollen, dass die eine $250,000 in Tokenkosten konsumieren, das ist klar. Aber dass das wirklich so verkauft wird, dass man den Wert von Angestellten in ihrem Tokenverbrauch messen kann, das ist, muss ich leider so sagen, dumm. Ja, und Jensen hat am Ende der 2-stündigen Keynote auch gezeigt, was man mit ganz viel Tokens machen kann. Ein ganz schlimmes KI-generiertes Lied mit einem generischen Cartoon plus typischen KI-Slop-Fehlern. Hey, habt ihr Lust auf Karaoke? Oder auf so komisch zusammengeklebte Roboter? Ja, Resonang, Axebelat, Computing. Ja, und hier in Taipei hat Jensen Huang diesen Token-Extremismus noch weitergetrieben. Nämlich einfach, Token sind Umsatz. Okay, also das war so seine Story. Compute, also in dem Fall Rechenleistung in KI-Servern, die berechnet Tokens und Tokens sind Umsatz, also ist Compute auch direkter Umsatz. Das hat er nicht einmal gesagt, sondern mantraartig immer wiederholt. Tokens are now profitable units. Tokens are now profitable units of revenues. Chip, rack, network, power, cooling, grid must be designed together from end to end because compute is revenues. DSX Max LPS lets operators safely deploy more GPUs inside the same power budget, adding billions in annual revenue. More power going to revenue-generating compute. Compute is revenue now. Compute is profit. Throughput per watt is revenues because every token is profitable. Every token is revenues. The more you buy, the more you make. Und das ist halt wild, weil das ja wirklich extrem irreführend ist. Es geht ja schon auch darum, was man mit den Tokens macht. Also klar, die Tokens verkaufen und die Server erstellen, für die ist das egal. Aber Jensen Huang tut so, als würden alle profitieren, also auch die Tokens nur kaufen. Und Arbeitsplätze würden auch nicht verloren gehen dadurch. Das sei totaler Nonsens, weil die Mitarbeiter ja ihre Produktivität, Achtung, verdreifachen. Ja, das hat er wirklich gesagt. That $3 trillion worth of salary is now producing nearly 3 times as much output. It's effectively a $9 trillion productivity from $3 trillion of salaries. Und dadurch steigt der Gewinn und die Arbeitgeber stellen dann natürlich auch neue Leute ein, wenn der Gewinn steigt. The number of engineers, software engineers, is actually increasing. People talk about AI reducing jobs. Complete nonsense. It's causing more software engineers to be hired, and the reason for that is very simple. If you can hire a software engineer and you could generate $9 trillion worth of productive work, why wouldn't you want to hire more software engineers? Aber diese Rechnung, die kann man ja sowas von auseinandernehmen. Allein schon wie Nvidia die Produktivität misst. Die haben sich nämlich einfach das Commit-Volumen auf GitHub angeguckt. Also wie viele Code-Änderungen in Softwareprojekte eingepflegt werden. Und ja, die Commits sind extrem hochgegangen in der letzten Zeit durch sehr wahrscheinlich KI-Agenten. Das stimmt, aber ich überlasse es mal euch in den Kommentaren zu diskutieren, ob die Zahl der Commits auf GitHub wirklich 1:1 mit Produktivität gleichzusetzen ist. Und sowieso, dass
dass sich da in der Rechnung nur Softwareentwickler wiederfinden, also die Leute, die zweifellos heute am meisten mit KI-Systemen anfangen können. Es gibt aber etliche Berufe, bei denen gibt es ziemlich sicher gar keinen Produktivitätsgewinn durch KI. Sowieso schien mir die Nvidia-Keynote halt so von Milliardären für Milliardäre zu sein. That looks like some of your stock price. Ich bin da offenbar nicht die Zielgruppe. Ich finde KI zwar technisch ganz interessant und beschäftige mich beruflich viel damit, aber ich verdreifache damit definitiv nicht meine Produktivität. Und warum Tokens für mich profitable Werteinheiten sein sollen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, das schien mir jedenfalls alles sehr abgekoppelt von der Realität zu sein oder zumindest von meiner Realität. Ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit nur rumhaten. Ich fand tatsächlich ein Beispiel aus der Keynote wirklich sehr interessant. Hier so, ich habe die Klappe von meiner Fernbedienung verloren. Die sieht so und so aus. Mach mir mal eine Cut-Datei. Und dann baut der KI-Agent mit Hilfe der CUDA-X Bibliothekensammlung eine Datei, die ein 3D-Drucker frisst und dann kann man sich das Teil einfach ausdrucken lassen. Also dahinter steckt halt die Idee, dass man spezielle Bibliotheken und Frameworks zur Verfügung stellt, die explizit von KI-Agenten bedient werden können. Das könnte tatsächlich sinnvoll sein, auch wenn ich nicht wirklich weiß, ob das unbedingt zwingend CUDA-Bibliotheken sein müssen, die ja nur auf Nvidia-Hardware läuft. So, aber jetzt noch zur interessantesten, zumindest halb konkreten Ankündigung von Nvidia. Ab Herbst sollen Windows-Notebooks herauskommen, die komplett mit Nvidia-Architektur laufen. Also nicht nur die Grafikeinheit, sondern auch die CPU. Das Ganze gab es ja bislang nicht, also zumindest nicht für Windows. Das Ganze heißt RTX Spark, also nicht DGX Spark, wie diese kleinen KI-Kisten heißen, die wir ja schon getestet haben, sondern RTX Spark. Das Ganze ist auf ARM-Basis, also das, was Qualcomm schon mit Windows macht und Apple halt mit macOS. Eben die Konkurrenzarchitektur von x64, also was Intel und AMD machen. Ja, und mit 20 ARM-CPU-Kernen, also mit Cortex X 925 und A725 und 6144 Shader-Kernen, also das ist die Blackwell-Architektur, entspricht der RTX Spark-Prozessor einer Endnutzerversion des System-on-Chip GB10, also eben dem Chip aus der DGX Spark. Nur zieht die DGX Spark halt bis zu 216 Watt und das ist natürlich bei so einem Notebook schwierig und deshalb wird Nvidia die RTX Spark sicherlich viel optimiert haben. Aber Konkretes dazu gab es noch nicht. Nur, dass es der effizienteste Chip ever von Nvidia ist und dass der Akku einen Arbeitstag durchhält. Zumindest sagt das Microsoft auf einer Webseite zu ihrer RTX Spark Variante. Das Ding heißt dann Surface Laptop Ultra. Ja, und Microsoft sind da nicht die einzigen, die RTX Spark Geräte bauen. Tatsächlich hat Nvidia wirklich alle relevanten Player im Boot. Also Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo und MSI. Ja, und damit soll man, wie gesagt, seine Tokens selbst generieren können und die KI-Agenten lokal ausführen. Also quasi das, was ich in meinem OpenClaw-Video mit einem AMD Strix Halo-System gemacht habe. Ja, und spielen soll man auch können, aber da gibt es halt leider noch keinerlei Benchmarks. Und Specs auch wirklich nur ein ganz bisschen. Also die RTX Spark-Geräte soll es halt mit bis zu 128 GB Unified LPDDR5X Speicher geben, der einen Durchsatz von 300 GB pro Sekunde schafft. CPU und GPU sind mit 600 GB pro Sekunde per NV-Link angebunden und ja, das war's schon. Nvidia sagt, die ersten Geräte kommen im Herbst. Hier auf der Computex hört man allerdings so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dass das sportlich sein könnte, weil es bei Microsoft bei der Windows 11 Unterstützung noch knirscht. Ja, mal gucken, ne? Ich finde es auf jeden Fall wirklich interessant, dass durch die von Nvidia mit ausgelöste KI-Manie, also in den Rechenzentren, der klassische PC-Markt richtig ins Straucheln kommt, also wegen der Speicherpreise, und dann Nvidia sagt, ey, ihr braucht auch auf euren Laptops richtig doll KI-Leistung und da weiß ich jetzt nicht, ob die Zielgruppe das mitmacht, weil bei den Copilot Plus PCs von Microsoft, da sage ich mal, ist ja die Euphorie eher nicht so. Ja, das Ganze steht und fällt halt damit, ob man mit diesen Nvidia-Rechnern irgendwas machen kann, was man, sagen wir mal, mit einem gleich teuren
64-Rechner oder einem MacBook nicht machen kann. Ja, Stichwort gleich teuer, also wie teuer so ein ATX Spark-Teil mit 128 GB werden soll, das ist bislang unklar. Also ich sehe hier auf der Computex halt vor allem, dass die Hersteller alle 8 GB Notebooks vorstellen, was ja eigentlich ziemlich unnütz ist, weil sie eben preislich mit dem MacBook Neo mithalten müssen, weil der Speicher so teuer ist wegen Nvidia. Also ist alles schwierig. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Was meint ihr dazu? Gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss aus Taiwan.